Hallo, liebe Community. Wir sind diesmal nicht bei Alvatar, sondern der Klaas sitzt hier neben mir. Der Klaas ist von DTP da und zeigt uns Divinity 2 Ego Draconis, nämlich nicht das Spiel selbst, sondern das Add-on. Das heißt, erzählst du uns doch mal, lieber Klaas, dann sehen wir dich auch mal. Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich habe euch mitgebracht Flames of Vengeance. Das ist das Divinity 2 Add-on, das wir im September diesen Jahres veröffentlichen werden für PC und für Xbox 360. Für die Xbox 360 wird es dann über den Live-Marktplatz erhältlich sein. Und das Add-on, das erzählt die Geschichte des Spiels Divinity 2 weiter. Wir spielen hier in der Stadt Eleroth. Okay. Wenn wir hier einmal reinschauen in diese Stadt, die kennt man eigentlich aus dem Hauptspiel als Kriegsschauplatz. Oh ja. Groß, grau und mit ganz vielen Monstern verseucht. Und wir haben ja im Hauptspiel dafür gesorgt, dass diese Stadt dann von den Monstern befreit wird. Und nun können wir uns hier frei bewegen innerhalb der Stadt. Sehr schön. Und in dem Add-on bieten wir gut 15 Stunden Spielspaß, neue Missionen und eine ganze Menge zu entdecken. Und vor allem erzählen wir die Geschichte des Hauptspiels weiter und schließen ganz viele offene Enden. Das ist auch schön. Das hört man natürlich gerne. Da habe ich, du meintest schon Xbox Live Marktplatz, wenn ich dazu schon mal fragen darf, wie viele Microsoft Points wird das Ganze denn kosten? Das ist eine gute Frage. Also wir werden das PC-Spiel oder das PC-Add-on in den Laden bringen und dort für 30 € etwa anbieten. Der Xbox Live-Preis, den werden wir noch eruieren müssen. Also das heißt auch ungefähr um die 30 umgerechnet €. Nee, nicht unbedingt. Dadurch, dass es ja dann kein Box-Product ist, werden wir es sicherlich ein bisschen günstiger anbieten können. Aber alles, was ich jetzt momentan dazu sage, ist dann doch reine Spekulation. Okay, gut. Das ist ja auch schön zu sehen. Gibt es dann mal wieder neue, ich sag mal, größere NPCs, in denen man im Verlauf des Spiels trifft? Also man hat ja im Grundspiel seinen Hauptcharakter, seinen Hauptgegner gehabt, neben sich selbst natürlich. Man hatte seine Ausbilder am Anfang. Und gibt es sowas auch hier wieder? Oder ist man dann wirklich der große Held, der jetzt die Stadt gerettet hat und natürlich auch mehr? Und der, naja, eigentlich auf sein eigenes Können sich vertrauen kann. Viel besser. Wir werden nochmal einen ganz neuen Blick auf die ganzen NPCs werfen können, die wir im Hauptspiel kennengelernt haben. Allen voran natürlich der Bösewicht Damien, der Divine, der göttliche Held, aber auch diese großen Zauberer wie Sandalor, der große Belegar oder auch unsere Commander Road, die uns ja als Dragon Slayerin damals überhaupt erst ausgebildet hat. Ja. Die alle entpuppen hier ihr wahres Ich im Add-on. Die alle verfolgen doch noch ganz andere Ziele, als wir das im Hauptspiel haben wahrnehmen können. Und was da nun alles dahinter steckt, das nehmen wir dann eben in diesem Add-on auf und wahr. Nicht schlecht. Wie viele Stunden Spielzeit bringt das Add-on denn mit sich? Wir werden so gut 15 Stunden haben. Das ist dann allerdings auf die Hauptquest und ein paar Nebenquesten gerechnet. Wir bieten wieder sehr, sehr viele Subquesten, sehr viele kleine Aufträge, die man nebenbei erledigen kann, die erst nach kleinen Aufträgen wirken, aber dann ganz schnell in große Aufgaben sich aufsplitten. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man Geister sieht beim Theaterspielen in einem Theater und diese Geister versieben so richtig schön ihr Stück, was sie da vorführen wollen. Daraufhin wirft ihr Geisterregisseur die weibliche Hauptrolle raus und wir als Held in jeder Lebenslage bieten uns an, dann diese Hauptrolle neu zu besetzen, stehen davor aber dann vor mehreren Problemen. Zum einen haben wir gar keine Ahnung, was denn in diesem Theaterstück so vor sich geht und zum anderen sind wir alles andere als eine weibliche Figur. Es sei denn, wir sind mit einem weiblichen Helden ins Spiel gestartet und müssen uns dann erstmal daran machen, das Manuskript dieses Theaterstücks zu finden, dann tatsächlich auch einige Passagen auswendig lernen und auf der anderen Seite über einen Illusionisten unseren Charakter in eine Frau zu verwandeln. Oh. Und das, wie gesagt, ist eigentlich nur eine ganz kleine Nebenaufgabe. Uns erwartet dann aber auch eine ganz tolle Belohnung. Das heißt also, ihr habt, beziehungsweise eure Schreiberlinge des Add-ons haben auch wieder viel, viel Liebe reingesteckt, wie es auch schon bei den alten Nebenquests war. Es gab immer wieder so kleine, schöne Dinge, wie du es gerade erzählt hast, die nicht wirklich alltäglich sind und wo man die Liebe zum Spiel entdeckt. Was ich jetzt nochmal wissen wollte, weil ich gerade die neue Rüstung hier sehe. Neue Rüstung, neue Waffen, was gibt's da, wie viele in etwa? Also es gibt einige neue Items, eine genaue Zahl kann ich dir noch gar nicht sagen, da sind wir noch dabei herauszufinden und packen auch noch immer fleißig Sachen hinzu. Wir haben aber auch eine ganze Menge Sachen, die im Hauptspiel versteckt waren und die meisten Spieler noch gar nicht richtig auf- und wahrnehmen konnten, denn Divinity 2 bietet unheimlich viele Skills, unheimlich viele Items und so viel, dass man das innerhalb der Hauptquest gar nicht alles mitgenommen kriegt. Wir haben das Feedback erhalten, dass viele Spieler von ihren ganzen Skills, die
sie dort auf dem Skilltree haben, immer nur einen Teil ausnutzen konnten, den sie dann hochgepowert haben, oder aber andere Spieler ganz breit geskillt haben und alles im Endeffekt sehr niedriglevelig dann verwendet haben. Im Add-on Flames of Vengeance werden wir jetzt die Möglichkeit bieten, halt so richtig sich in die Skill-Tiefen begeben zu können, viel zu leveln, viel den Charakter auszubauen, viel klassisches Rollenspiel also auch zu betreiben und damit dann die Skills so richtig ausleben zu können. Sven Winke, der Chefdesigner von Larian Studios vom Entwicklerteam, hat mal gesagt, wenn man das Add-on beendet hat, dann ist der Charakter gottgleich. Oh, okay, nicht schlecht. Das hört man natürlich als Spieler gerne. Du hast gerade von den Skills gesprochen. Wie viele, jetzt mal wieder eine Zahlenfrage, wird es ungefähr geben? Was vermutest du oder weißt du schon was? Also da sind wir bei der gleichen Zahl wie halt im Hauptspiel. Wir haben eine ganze Menge, wir haben ja ein klassenloses Skillsystem und damit sehr, sehr viele Skills für den menschlichen Charakter. Wir haben ja aber auch einen Drachen, Ja, das richtig. Ego Draconis im Spiel. Und auch der Drache wird wieder eine ganz große Rolle spielen Ja, und auch schön. dessen verschiedene Drachenskills werden wir dann ausbauen können. Das ist natürlich schön. Was mir an Divinity 2 sehr gut gefallen hat, ist eben als Drache durch die Landschaft zu fliegen, wo es denn ging. Gibt es da wieder neue Gebiete, die man erkunden kann? Gibt es wieder kleine geheime Spots, die man finden kann? Also Eleroth ist in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, umgeben von einer magischen Kuppel. Die haben die Magier aufgesetzt, weil Eleroth angegriffen wird von ganz vielen Flying Fortresses, die mit denen Damien wieder die Stadt unterjochen will. Gegen die mussten wir ja schon im Hauptspiel schwer kämpfen und gegen die werden wir jetzt auch wieder richtig antreten müssen. Das heißt also, wir sind auf den ersten Blick relativ beschränkt in unserem Gebiet, in dem wir spielen. Auf der anderen Seite ist Eleroth aber eine sehr große Stadt, besteht aus mehreren großen Teilen, die wir uns nach und nach freispielen müssen und danach werden wir uns dann halt eben als Drache in die Lüfte erheben und gegen diese Flying Fortresses kämpfen. Das heißt also, wir werden uns schon in neuen Gebieten, die wir im Hauptspiel so noch nicht sehen konnten, bewegen. Auf der anderen Seite aber auch in bekannten Gegenden. Okay, das ist schön zu hören. Gibt es für dich persönlich einen ausschlaggebenden Punkt, warum das Add-on ein Must-Have ist? Warum sollte man sich unbedingt kaufen? Also wirklich deine persönliche Meinung dazu. Ja, Divinity 2 ist ein wunderschönes Rollenspiel, ein Spiel, das Action und klassisches Rollenspiel gleichermaßen toll verbindet, mit dem ich selber sehr, sehr viel Spaß gehabt habe. Und die Entwickler von Larian, die haben es hingekriegt, wirklich eine ganze Menge Humor sehr fein zu verstecken in jedem Dialog, aber auch in vielen Handlungen, die man begeht und das weiterzuerleben, das fortzusetzen, das ist eine ganz tolle Sache und die kommt hier in dem Add-on, ich habe es ja schon ein bisschen spielen dürfen, richtig toll rüber. Das ist schön. Irgendwelche letzten Worte? Allgemein noch ein paar Facts zum Spiel, die dir gerade im Kopf rumschwirren, die unbedingt loswerden möchtest. Ja, macht euch auf jede Menge sprechende Gegenstände gefasst. Alles startet zum Beispiel mit einem sprechenden Baum, dem wir begegnen, den wir hier gerade sehen. Dieser Baum wurde von einer feindseligen Macht bewandert oder besetzt und versperrt nun den Zugang zu weiteren Teilen in dieser Stadt Eleroth. Und wir müssen nun schauen, wie wir halt diese feindliche Macht loswerden, können allerdings uns dem Baum nicht nähern, wie man das hier kurz sieht. Wir werden dann sofort von so einem Blitz getroffen. Ich bin jetzt im Gott-Modus, von daher passiert mir hier nichts. Da hinten laufen böse Zombies rum und dieser Baum spricht in einer Sprache, die wir nicht verstehen, in einer alten elfischen Sprache. Wir müssen diese Sprache erstmal übersetzen. Dazu müssen wir ein Wörterbuch finden und um dieses Wörterbuch zu finden, dazu werden wir noch verschiedenen entsprechenden Gemüsen begegnen. Oh, klingt merkwürdig, aber interessant. Ja, das ist schön. Gibt es denn schon ein Release-Datum? Ja, im September werden wir rauskommen. Im September, das ist schön. Also schon kurz vor Weihnachtsgeschäft quasi. Ja, noch rechtzeitig zum Herbst, dann, wenn die Tage wieder länger und grauer werden. Das tut weh, das jetzt heute zu sagen, wo wir ja doch immer noch keinen richtigen Frühling haben. Leider, richtig. Aber gut, dann danke ich dir vielmals, dass du da warst, dass du das Spiel ein bisschen gezeigt hast. Ich danke euch fürs hier sein dürfen. Ja, und ich würde sagen, wir beide gucken noch ein bisschen weiter rein, oder? Oh ja. Okay.